Genau, also wir starten, wir kaufen Prems, Buff Peng. Wichtig ist, nicht zu lange aufhalten. Also gerade Start, warte mal. Level 1. Ja, wird immer größer. Wichtig ist, Nichtigkeiten, wenn wir jetzt, haben wir die Tierlist hier? Alles, was Schnelligkeit verspricht, bis Level 15, holen wir. Also Adventure Fortune Flask, 30 Days of Combined Party Effects, Beginner Package A, Starter Pass, alles, was irgendwie in euren Rahmen passt, holen. Zusätzlich, falls ihr Housing-System nutzt, World Template nehmen und Buff Peng. Den Rest würde ich erstmal nicht raussuchen. Also falls ihr auch die anderen NPCs nutzen wollt, lasst sein. Dieses ganze fucking NPC, also wir reden jetzt wirklich über Release-Tag nach Serverwartung. Wirklich die ersten Minuten. Lasst es sein, Personal House NPCs rauszusuchen und die dann da fummeligerweise aufstellen zu wollen. Das kostet unglaublich viel Zeit. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es. Ich werde jetzt aber erstmal darauf verzichten, weil diese 3% EXP oder Droprate, scheiß was drauf. Wichtig ist, mit einer als erstes sein fucking Assist und sein Main natürlich auch, durch diese First Job Change geprügelt zu haben. Und wenn du einfach 30 Sekunden schneller vorm Andrang bei Chainer bist und den gekillt hast mit deinen FS, dann ist das gut. Dann ist das sehr gut. Und daher würde ich sagen, deswegen schreibe ich das auch so hin, Buff Peng Buffs, Darken Wall Template holen, Haus NPC holen, die Sachen hier holen. Server Shout brauchen wir noch nicht. Also selbst wenn ihr das haben wollt, holt es bei Bedarf. Ist des Bedarfs. Limited Package 500 holen, Scroll of Select Party holen, Potion of Swiftness holen, Potion of Reactness, wer will, Scroll of Sprint holen und vielleicht die Umhänge noch. Und vielleicht noch CS-Pad, Speed-Set, wer will. Und dann erstmal Abfahrt. Flask, wer braucht, ist klar. Aber ich glaube, das reicht dann hier erstmal. Für bis Level 15 haltet euch nur hier in diesem Segment auf und lasst die NPC-Houses weg. Auch nicht aufstellen und sowas alles. Anstatt die rauszusuchen, erstmal wirklich die wichtigen Prems holen, Run Speed holen, Blinking of Material vielleicht noch holen, aber es ist auch in ein paar Boxen mit drin, gerade hier, wenn ihr Upcut Stone benutzen wollt unbedingt, Limited Package 500 holen, anstatt die normalen Upcut Stone, da sind auch nochmal Blinking of Material drin. Falls ihr Beginner Package A holt, wegen CS-Pad und Board, da sind, glaube ich, auch Blinking of Material drin. Power Scroll ist ja hier drin. Power Scroll bekommen wir vom Präregister, haben wir, also brauchen wir auch nicht separat. Erstmal kaufen. Und ja, kauft vielleicht noch Speed Set. Das wäre jetzt eine Sache, die ich noch hier oben eingliedern wollen würde, wenn ihr das Geld über habt. Und dann würde ich sagen, ist erstmal Abfahrt angesagt. Dann ist wirklich kurz aufstellen, Housing aufstellen, wenn ihr Housing-System benutzt und die Buff-Pangs, beziehungsweise holt euch Freunde irgendwie, guckt, wer hat Buff-Pang-Buffs, geht da rein und buffen. Party Management. Ja, bist du denn überhaupt? So, genau. 1, 2, 3. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ne? FS auf Follow. Und dann würde ich sagen, eine Route ist, ob es einen großen Unterschied macht, ist fraglich. Ich habe es immer so gemacht. Ich bin nicht der Mainstream, der einfach so hier so durchballert, sondern ich bin... geht das schon wieder nicht. Ich bin immer hier lang. Hier, dann hier rüber. Da hast du halt 1, 2, 3 A-Bits und dann kommen halt gleich die Burudengs, Level 5. So. Und von da bin ich dann hier rum und gleich zu Doridomas. Die sind halt ein bisschen anstrengender und sowas alles, weil die können einen auch vergiften mit Dot-Schaden und so. Aber du hast hier einen flüssigeren Übergang, meines Empfindens nach. Und es ist hier auch ein bisschen ruhiger. Es ist trotzdem voll, so, weil es einfach überall voll ist. Aber es ist ein bisschen ruhiger als hier dieses ganze Getümmel bei den Mushpunks, bei A-Bits, bei den Burudengs hier. Das ist halt überall einfach voll. Da sind überall 1000 Leute und sowas alles. Man muss sich da zur Job-Change sowieso dann abkämpfen mit denen. Und hier ist es ein bisschen ruhiger. Und von hier, ab hier, auch die Spawns sind hier top. Du hast halt eigentlich hast du hier viele Monster und sowas alles. Da hast du nicht so einen Monstermangel. Der Monstermangel, der kommt halt jetzt, vielleicht so lange wie bei Doridoma bleiben, wie es geht, bis Level 10 oder so. Und dann halt hier zu La Wolf. Und hier bei La Wolf gucken, kriegst du irgendwie ein paar Monster ab, dass du 2, 3 Level machst und dann hier gar nicht lange verweilen
Und hier einfach rüberjumpen zu Pfeffern und hier geht es dann auch wieder einigermaßen. Also La Wolf ist so ein bisschen die kritische Stelle. Entweder so lange bei Doridoma bleiben, sodass man hier nur noch ein Level oder sowas macht und dann springt man hier gleich rüber. Und dann geht es hier bis Pang. So. Und hier haben wir dann Level 15 erreicht. So, Level 15 ist natürlich klar, Job Change machen. Ich persönlich würde sagen Party Level mag ich einfach beide Charts erstmal gleichzeitig auf Level 15 zu ziehen. Genau, dann sind wir Level 15 und machen erstmal Job Change. JC, Job Change. Diese Curry Ketchup killt mich jedes Mal. Die ersten Stunden werden so Adrenalin geladen, schnell leveln und vor der Masse flüchten, ja. Ich claime einfach nach 5 Minuten die Level 20 Level Reach Belohnung, um Max zu verwirren. Wenn der Main die FWC Flask hat, kann der FS mit seiner XP mithalten, ohne Flask, wenn die Party auf S, also auf Schaden ist. Es geht, also du musst auf jeden Fall darauf achten, immer mit dem FS zu heilen, damit er seine Contribution bekommt, seine Beteiligung, EXP. Wenn es geht, auf jeden Fall immer Ampli mit anmachen. Und die Penya-Version von der FWC Flask. Davon gibt es ja eine schwächere Penya-Version, die die Hälfte davon bringt, die auch immer mit anmachen. Und dann kann es halt sein, dass du in bestimmten Abständen immer wieder die Party auf Level stellen musst, damit dein RM oder dein FS schneller wieder levelt. Dein Main wird dadurch halt ein bisschen genervt vom Progress, aber dein RM kann wieder näher kommen. So gehypt ist so. Jetzt ist nur die Frage, was ist schneller? Party auf Schaden bis 15 und dann FS nachziehen oder bis 15 auf Level? Ja, ich weiß nicht, ob es schneller ist unbedingt. Also ich persönlich habe es letztes Jahr so gemacht, dass ich halt auf Party auf Level gemacht habe und beide gleichzeitig hochgelevelt habe. Ich hatte aber auf beide gleichzeitig auch die FWC Flask an und ich fand es sehr angenehm und es war auch, also es war vom Gefühl her was auch gut gewesen. Beide auf 15, so dann erstmal einmal tief durchatmen und dann Job Change. Dann machst du beide Job Change und wenn du diesen Krampf durch hast mit beide Job Change, dann geht's halt einfach los. Dann machst du Party auf Schaden, dann ist es egal. Bis Level 60 ist wurscht und dann ziehst du halt einfach durch, dann ist Abfahrt. Aber diese ersten 15, ich persönlich fand es ganz gut, das beides gleichzeitig machen zu können. Bevor du irgendwie, Main ist Level 15, der andere ist Level 8 oder 9 oder 10. So, dann machst du Job Change, dann würdest du leveln und mit Level 15 vom Main und würdest eventuell noch wieder ein paar Prems aktivieren oder irgendwie sowas. Aber dann ist ja erstmal der FS dann Level 15 und dann musst du da erstmal wieder Job Change machen. So. Und dann danach dann weiter, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schwierig. Ich fand es eigentlich ganz gut. Party auf Level, beide auf Level 15, das geht flott. So, dann machst du schnell und dann beide Job Change und dann danach ist halt Abfahrt. So, dann kann es erstmal losgehen. Kaufst du hier beiden Chars die Flask? Ich werde wahrscheinlich bei beiden Chars die Flask kaufen, ja. Das werde ich sehr wahrscheinlich tun. So. Vielleicht ist dann abends schon Ruhe in Flavis? Nein. Kann ich dir jetzt schon sagen. Abends wird es keine Ruhe in Flavis geben. Du hast nur die Ruhe, deswegen ist das ja auch so ein bisschen so ein Krampf. Du hast nur die Ruhe, wenn du Serverstart, gleich losballern. Und du bist die nächste Woche vorne. Dann hast du die Ruhe. Dann hast du bei allen Ruhe. Wenn du aber abends erst irgendwie anfängst, oder du wirst keine Ruhe haben. Es gibt so viele, die dann gequittet haben, die keinen Bock haben, die Tage gewartet haben und sowas, bis Ruhe kommt. Weil die ersten 1-2 Tage kannst du voll vergessen. Kannst du richtig knicken, dass da irgendwas mit Ruhe ist. Das ist leider so. Das ist halt FWC. Das ist das Gute und das Negative daran, dass es so voll ist. Do you think 5k euros is enough to build a ranger for PvP? It depends on your playtime. I would say if you are very, very active playing, it could be enough, yes.
Kriegt der RM überhaupt Contribution durch Heals, wenn man einen Akrobat spielt, der eventuell nie Damage bekommt? Ja, das haben sie irgendwann vor 2, 3 Jahren oder, also vor 2 Jahren eher, irgendwann mal gepatcht gehabt, weil es halt ein Problem war, dass wenn halt nichts zum Heilen war, weil du halt einen geilen Killspeed hast und so, dass du dich dann automatisch genervt hast, weil der RM ja nichts zum Heilen hatte. Und solange du irgendwie heilst und machst, bekommst du eine Country. Egal, ob es effizient oder effektiv ist oder nicht. Das sind so Themen, wo ich mich freue, nicht alleine zu spielen, sondern dass die Frau den FS spielt und einfach mit voll durchballert. Ich warte auch nochmal Zeit. Das ist schon echt geil. Richtiges Dreamlife. Ja, fuck, bin ich auch casual. Damn, warum ist man casual? Ja, das ist am Anfang erstmal, wird es Krampf sein, ne? Wenn Party auf Level ist, levelt der FS ab Level 1 direkt mit. Oder muss der erst Level 2, 3, 4 machen? Nee. War mal früher auf Offenvision. Ja, ich weiß, aber der levelt sofort mit. Das ist nicht mehr so. Was, Alter? 5K für ein PvP-Bild? Das ist ja krank. Weil das krank fehlt. Weißt du, was PvP-Bilds hier, was manche für PvP, also für, dass es jetzt 5K für ein PvP-Bild ist, okay, für 5K kannst du PvP gut mitmachen. Das ist aber nicht, du bist PvP richtig krass. So, für 5K kriegst du am Anfang vielleicht ein halbwegs perfektes Pet oder sowas. Dann fehlt dir noch ein zweites Pet, dann fehlt dir noch Ulti-Schmuck, dann fehlt dir noch ein zweites Set Ulti-Schmuck, dann fehlen dir noch Ultimate-Waffen. Also da nach oben hin ist es wie bei vielen Spielen, um wirklich überall die maximalen Stats rauszuholen, um auch wirklich total OP zu sein. Da kannst du halt Unsummen dann reinballern. Ja. Weiß man, wie oft man es ja heilen muss, als RM um volle Konti zu bekommen? Einmal pro alle 1, 2, 3 Monster, irgendwie so war das. Also du solltest schon alle paar Sekunden auf jeden Fall irgendwie heilen. Ich würde es aber nicht automatisiert machen, das ist auf jeden Fall ein Banngrund. So. Okay. Job Change. Ich würde sagen, Mass Dungeon wahrscheinlich bis Level 26 jetzt vom Bauchgefühl her. Können wir mal ganz kurz gucken. Hab den Anfang nicht ganz mitbekommen. Mass Dungeon besser als Pang? Also ab Level 15 sollte man dann langsam in Mass Dungeon gehen bis Level 26. Das können wir jetzt hier, also, oder warte mal, wir können noch mal als kleinen Einheitspunkt würde ich noch mal was anderes kurz gucken wollen. Ab welchem Level? Ich würde sagen wahrscheinlich bis, ups. So, wenn wir jetzt Mutant Bang. Wir sind jetzt Level 25. Gibt ja 1%. Gegelbox. 1,45. 1,03. Wäre Gegelbox schon besser. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem probably einfach bei Mutant Bang da bleiben. Und danach wegen Zeitersparnis gehen wir nämlich zu wen anderes. Weil hier wird es nochmal interessant. Es gibt nämlich Monster, und zwar die Bukro. Es gibt ja einmal Rock Muscle, die sind 33, und einmal Bukro. Rock Muscle geben 1,89 mit Level 33. Und die Bukro geben 2,45. Also mal, was ist das, mal 0,6 oder sowas mehr? Oder mal 1,6 oder wie auch immer. Die geben auf jeden Fall mehr. Also 25, 26. Das Ding ist, die Bukros können halt ziemlich hart zuschlagen. Also die haben schon, die hauen schon ordentlich einen drauf. Also je nachdem, wie viel Prems ihr benutzt und sowas alles, könnten die schon ein bisschen wehtun. Mass Dungeon. Man würde jetzt sagen, nicht schön, aber selten, ne? Man kennt gar nichts, Bruder. Doch, na klar, man sieht das doch top. Nee, man kennt wirklich gar nichts. Mass Dungeon until Level 25, 26. So. Genau, Job Change. Dann hier. Dann. Exportieren. Level 1 bis 15. Genau, dann kann man das eigentlich hier alles löschen. Hallo. Ja, ach, geht nicht. So. Dann haben wir St. Morning. Und da würde ich sagen, da müssen wir jetzt mal gucken. Also Bukros geben auf jeden Fall die meisten EXP.
Wo waren das jetzt? Wo hatte ich denn jetzt hier gestöbert? Hier hatte ich gestöbert gehabt. Genau. Bukro geben die meisten EXP. Da können wir auf jeden Fall also leveln bis, weiß ich nicht, wann ist 33? 0,56. Machen wir mal 3,2. 0,58. 3,1. 6, okay. Wann fangen die nächsten an? Dumbull. Hier ist Captain Dumbull. Wo ist der normale? Hier ist der normale Dumbull. Wenn wir jetzt hier Level, wie gesagt, hier Level 33. Und hier Level 33. 0,72. 0,56, okay. Jetzt hier mit 3,2 ist 0,58. Genau, ja, gehen dann hier. Dann hier halt ganz normal, würde ich sagen. Hier den Weg hoch. Sieht dann hier so schön aus. Was sind das für Krähenfüße? Genau, hier so zack hoch. Also das ist hier die Route. Den ganzen Quatsch hier können wir alles weglassen. Hobo, Rob, Maske, die Stun auch noch. Hier den Bereich würde ich halt alles skippen. Machen wir alles Mass Dungeon. Dann halt wirklich gleich zu Bukro. Die geben ein bisschen mehr XP. Und dann einmal hier den Kringel hoch, bis wir ankommen bei Miat Card Puppet. Und danach wollen wir zu Pranksters. Eigentlich. Also könnte man hier bis 38, 39 sein. Okay, bis 33 habe ich also da noch gelevelt. Ja, und dann blub, hier hoch. Ich glaube, dann eigentlich würde ich sagen, gehst du danach dann, glaube ich, gleich zu Pranksters, oder? Wie lange habe ich denn bei mir Card Puppet gemacht? Macht er mal einen Kill? 96. Von 93 auf 96. Ja, ist immer noch super. Also bis 39. Dann Pranksters, oder? Was ist ein Pranksters? Mit 3,9 ist hier 0,6. Ja, ich glaube, da gibt es halt nichts anderes. Also ich würde eigentlich fast sagen Prankster denn. So richtig schön Design Award für intuitives Lesen. Werde ich wahrscheinlich nicht verdienen damit. Aber basically wäre es das eigentlich hier für St. Morning schon. Also wie gesagt, die ganzen Sachen sind auch so ein bisschen, ja, wenn du Premt bist und sowas. Ansonsten könnte es ein bisschen anstrengend sein, weil die Level-Gaps, die wir zwischenzeitlich machen, von 25, 26 zu Bukros, die dann 33 sind und stark zuhauen, könnte vielleicht ein bisschen too much sein. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Das genau das gleiche ist mit Porten von 39 zu Prankster. Könnte schon ein bisschen anstrengend sein, wenn man jetzt nicht die Prems hat, aber es sollte eigentlich machbar sein. Eigentlich ist es relativ simpel. Hier ist eigentlich nur Pranksters. Gehe ich mal davon aus, 43 und dann zu den anderen. Wir gucken mal kurz, wie ich das hier gemacht habe. Bis 40 Puppet, dann mit einer 40er Waffe. Na, ich weiß nicht, ich glaube, noch ein Level würde ich da vielleicht nicht machen, aber obwohl, welches Level haben die? Also, ich würde es trotzdem bei 39 lassen. Also, wie war denn hier der Umschwung mit 39? 1K Hits. Relativ oft gemisst. Na, es geht aber. Was haben die mir gehauen? 100er Block, ja gut. ...500er Hit. Naja, schon ein bisschen was die mir gehauen haben. Aber Killspeed ist immer noch decent. Und in der Realität sind das 4%. 4%, die ich bekomme. Und ich habe ja bestimmt noch da 1, 2 gekillt gehabt bei Card Puppet. Die Prozente sind auch vom normalen Fluffy News und nicht vom FWC. Ja, die dienen auch nur als Anhaltspunkte und nicht als realistischer Wert. Realistischen Wert gucken wir uns jetzt an. 4% bei 39 bei den Pranksters. Jetzt gucken wir gleich hier nach dem Level ab. Und Killspeed, also Killspeed ist ungefähr der gleiche, oder? Also wenn ich da jetzt nur einmal mehr zuschlage oder nicht, am Ende ist es dann halt auch, hast du öfters mal gemisst oder nicht. Als One-on-Oner. Moonbeam und so ist dann vielleicht auch was anderes. Da muss man auch ein bisschen gucken. Flame Geysir, Moonbeam reichen Ticks aus für One-Shotten und so. Da muss man sowieso ein bisschen anders vorgehen. So 1,14 zu 3,69. 1,14? Oh nein. Oh nein, was tue ich? 1,14 zu... Also, bei Prankster hast du am Ende doppelte XP. Für den gleichen Killspeed eigentlich. Meiner Auffassung nach. Zu 3,69. Also 2,28. 2,28.
gegen... Das ist eine 3,8, oder? Zu 4,2. Also 2,28 zu 4% oder so. Gefühlt gleicher Killspeed. Ja, kommst halt mal durch oder mal nicht. Haust vielleicht einmal mehr rauf. Aber doppelte XP, ey. Also ich würde sagen, mit 39 ab zu Prankster. Wie gesagt, ich habe hier natürlich auch mit Prems gelevelt und so, ne? Attack Speed Potion, STR, Dex Flask, Upcut Stone. Da habe ich schon gar keinen Power Scroll mehr geused. Warum denn das? Total uneffizient, der Dude, Alter. Warum keine Power Scroll, du? Was ist los mit dir, Alter? Ja, bis 45 könntest du da theoretisch easy leveln. Dann haben wir hier beide mal. Also wir haben dann die Auswahl in Darkon zwischen Lyanna und Transformer. Das sind beide Level 51, um nach Darkon 1 zu kommen. Transformer hauen mehr und haben vielleicht auch ein bisschen mehr Defense, geben aber mehr EXP als Lyanna. Und Lyanna rennt außerdem weg. Das nervt. Wenn jetzt hier 45 sind, geben die 0,39. Die geben 0,5. Also Transformer auf jeden Fall geil. Die Frage ist, ab welchem Level gehen wir da hin? Ich glaube 44, 43 könnte man eigentlich schon machen. Transformer, Darkon 1. So, da kommen wir dem Ende schon relativ nah. Wir sind jetzt hier dann also, wenn wir Garden of Rises durch sind, schon Level 44, 45. Mit Level 50 sind wir ein Level unter denen. Wir haben ja noch die Captains theoretisch, das muss man auch mit einbeziehen. Wir gehen nur so grob durch. Ja, du hast ja auch noch die Captains, wo du halt mit höheren Level ein bisschen hinswitchen kannst. Dann wäre Steamwalker theoretisch oder Nightler. Ich glaube, Steamwalker könnte man theoretisch fast weglassen. Da sind sowieso mal irgendwie aus irgendeinem Grund relativ viele Leute. Nightler auch. Das ist halt auch die Sache. Den Guide, den wir jetzt durchgehen, ist nicht optimized für Magician zum Beispiel, die mit Flame Gazier. Die müssten sich natürlich gucken, dass sie immer Windelement-Monster bekämpfen. Und das würde halt nicht der Road so richtig fitten. Also Nightler würden sie dann auch hingehen, weil die sind halt Wind. Also wenn ihr Flame Gazier Magier spielt, da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, dass ihr Windmonster abgreift. 0,17, 0,23, 12k HP, 10k HP. Also probably ein Hit weniger. Probably ein Hit mehr oder 2 Hits mehr, aber sind es Doppelte? Nee, sind nicht Doppelte. Sind wieder diese mal 1,6 oder so EXP, die man hier hat. Die sind Element Wind, die sind Element Erde. Hier sind wir bei 0,147. Also gar nicht mal so ein großer Unterschied bei Transformer. Aber die haben auch 11k HP. Die haben immer noch mehr HP als Steel Knights, obwohl Steel Knights ein paar Level höher ist. Das ist interessant. Du hast bei Transformer auch immer noch einen richtig guten EXP-Gain. Schwer ab Level 50 so ein bisschen zu sagen, was man machen kann. Das Ding ist, du kannst halt da... Theoretisch Level 51 kannst du wahrscheinlich noch bei Transformer machen. So, wir waren jetzt hier. Transformer, was haben wir denn gesagt? Also theoretisch bis Level 51 würde ich schon sagen. 51. 52. 51. So, 50, 51. So. Eigentlich, man könnte es hier noch viel, viel hübscher machen und sowas alles. Theoretisch kann man hier leveln bis Level 60. Wenn wir jetzt hier 5,9 sind, was kriegen wir hier noch? 0,08. Und bei Edelgard gibt einen Edelgard, nehmen wir jetzt einfach mal. Mit 5,9 bekommen wir 0,1. Das ist schon ein Unterschied. Mit wie viel HP haben die? 13k? Oh, die haben aber 19k. Ja, da ist die Frage, ob man wirklich 60 bei Rhysem, Captain Rhysem haben wir ja noch, ob man halt sagen muss, also Edelgard 0,1 und Rhysem, Captain Rhysem 0,08 und einmal 13
und einmal 18. Wenn man jetzt Spawns und eventuelle Population bei Elderguard betrachtet und dann dazu bei Rhysem, ist es schon doch fast attraktiv, eigentlich bei Captain Rhysem auf 60 zu leveln, oder? So, okay, unter Level 20, Bruder. 60. Darkon. Tja. Ja. Eigentlich so, würde ich sagen, wäre das so Road Level 1 bis Level 60. Flores, Maze Dungeon, St. Morning, Garden of Rises, Darkon 1. So, also Start Level 1 bei Prems, nicht lange aufhalten, Housing Buff Paying, wer Housing-System benutzt, Housing aufstellen, Buff Paying reinmachen, Party Management. Dann los geht's hier lang über Burudeng und Doridoma, hochleveln, La Wolfpa mitnehmen, Fairfern und bei Banks Level 15 machen, Job Change. Nach Job Change kann man nochmal, wer die ganzen NPCs hat, danach die normalen Standard-NPCs aufstellen mit Run Speed, mit PvE-Schaden, Reduction und was es da nicht alles noch so gibt, was jeder haben will. Wenn man es halt hier noch nicht gemacht hat und die Zeit sparen wollte, dann würde ich es nach Job Change von Level 15 machen. Also danach Housing Management nochmal machen. Wie gesagt, vorher, bevor wir losgehen, natürlich Party, ist klar. Und nach First Job Change, nachdem ihr restliches Housing gemacht habt, falls ihr euch das aufgehoben habt, wegen Zeitersparnis, dann im Mars Dungeon durchkämpfen bis bei Banks Level 25, 26 und dann geht es halt gleich ab zu Bukros. Hier hinporten im Idealfall mit Blinkwing auf Madrigal. Dürfte theoretisch frei sein, hoffe ich, ab Level 25, 26. Kann auch sein, dass das gar nicht frei ist. Weiß ich gar nicht, ob man ein bestimmtes Level haben muss, um hier hinzukommen. Aber sollte man auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Und dann hier leveln bis Level 39. Also hier einfach Dumbbulls hoch, Totemia hoch, Card Puppet hoch. Da leveln bis 39 und dann zu Pranksters fliegen oder entweder fliegen oder Blinkwing auf Madrigal. Bei Pranksters dann leveln bis 44, 45. Dann rüber zu Transformer. Transformer leveln bis 51, 52. Dann leveln in Darkon 2 Zombiga oder halt diese anderen. Und bei Rhysem dann bis Level 60 einfach bleiben. Und schon sind wir innerhalb von 10, 15 Minuten sind wir eigentlich von Level 1 auf Level 60 auf dem FWC-Server. Also länger als 15 Minuten sollte es nicht dauern. Ich habe es ja eben auch schnell runtergerattert. Und das ging ja schnell, wie ihr gesehen habt. Nee, aber das wäre so der Fahrplan für mich auf jeden Fall, denke ich mal so. Als Bauakrobat, wie gesagt, wenn ihr jetzt Magician seid, Magier, und ihr wollt zum Beispiel Flame Geysir spielen oder auch mit Moonbeam, dann ist das alles wieder ein bisschen anders. Bei Flame Geysir, Magier, da müsst ihr gucken, dass ihr hauptsächlich gegen Wind kämpft. Bei Moonbeam müsst ihr immer darauf achten, dass ihr mit einem Moonbeam-Cast ein Monster tötet und danach guckt ihr einfach, wie hoch könnt ihr gehen. Und da ist das dann halt vielleicht ganz anders. Da sind dann vielleicht andere Monster da, wo ihr halt sein solltet. Ey, was war noch von 33 bis 39? Na, hier hochleveln. Das ist der Fall. Von 33. Mann, nicht vergessen. Das ist ja einfach hier hoch von Bukro und dann hier hoch Dumbul, Totemia, Card Puppet bis 39 und dann rüber zu Prankster. Bei Prankster leveln 44 bis 45, dann porten zur Transformer 51, 52 und dann hier halt rüber zu Zombiga, zu diesen anderen da und Rhysem und da einfach, wie gesagt, 52, 53 vielleicht bei Zombiga, 54, 55, 56 vielleicht bei diesen komischen, grünen, hell leuchtenden, giftigen Atomdingern. Und 57, 58, 59 bis 60 dann halt bei Rhysem oder so. Ja, ist halt irgendwie so da, wo es sich am besten anfühlt. Okay. Aber Bukro geben mehr XP. Bukro ist genauso wie Transformer lieber als Lyanna. Transformer geben mehr XP. Darkon 2, die Monster, lieber als Darkon 1, Driller und so, weil Darkon 2 Monster geben mehr XP. Die sind ein bisschen stärker, es lohnt sich aber, weil die geben mehr XP. Deswegen zu diesen Monstern.